Da in der Mitte die 740, da sehen wir zum Beispiel auch schon ein Profi-Trikot, ein Elite-Trikot. Also für diejenigen, die das nicht so kennen, wenn du bei einer Marke, bei einem Sportartikelhersteller unterschreibst und da quasi einen offiziellen Vertrag hast, gibt es spezielle Elite-Klamotten. Und hier trägt Filip Jančík aus der Slowakei von Slavia STU Bratislava, der beste slowakische U20-Läufer, der den 10 Kilometer Straßen-PB von 29,23 hat, schon so ein Puma-Elite-Trikot. Das heißt, der Mann kann auf jeden Fall was. Generell sehe ich hier gerade aus der Slowakei auch noch Alex Hulka mit dabei, der schon die U20 EM gelaufen ist und eine 3000 Meter Hindernis-PB von 9,05 hat, was für das Alter natürlich wirklich top ist. Ja, ganz genau. Du sagst es, wir haben hier viele auch schon in dem jungen Alter ziemlich hoch dekorierte Athleten mit in dem Rennen. Wir freuen uns auch auf Landeskaderathleten und den deutschen Meister über die 3x1000 Meter Staffel der U20, Lewe Teube unter anderem oder eine Bundeskaderathletin, Franziska Drexler von der RG Teles Finanz Regensburg, die hier mit am Start ist. Und unterdessen sind die Athleten auch schon auf die Strecke gegangen. 4400 Meter gilt es zurückzulegen. Ja, also da sind jetzt einige Top-Athleten drin. Levin Saveur im U20-EM-Finale über die 3000 Meter Hindernisse. Franziska Drexler, die du gerade erwähnt hast, sicherlich eine der heißesten Kandidatinnen auf eins der Frauentickets mit dabei. Ja, wir werden das jetzt ganz in Ruhe durchgehen und uns ganz in Ruhe einmal anschauen. Es geht gemütlich los, wenn ich das hier so sagen darf, von der Kommentatoren-Couch. Also das ist nicht Vollgas von Anfang an, was wir hier sehen. Und ihr bekommt jetzt ja schon mit, warum es für uns gleich schwierig wird, da das Frauenrennen genau im Blick zu behalten. Wir haben den Slowaken vorne mit dabei. Wir haben die 748, die gerade das Feld anführt. David Scheller auch mit dabei. Kannst du mal kurz 748 einmal für uns abchecken, bitte? Bei der reißt hier direkt die erste Lücke. Das muss, also ist kein Deutscher auf jeden Fall, bin ich mir relativ sicher. Ja, der taucht hier nicht auf in unserer Liste. Das gibt's doch nicht. Wir gucken nochmal, ob wir hier nochmal kurz nachschauen können. Ah, 348. Sorry, my bad, mein Auge. 348. 348 brauchen wir. Ja, das ist Mathieu Bührer vom CA Freiburg aus der Schweiz und der ist Junioren-Weltmeister im Orientierungslauf und Europameister im Uphill U20. 10 Kilometer PB 29,29, 5 Kilometer PB 14,33. Ich dachte mir gerade schon, dass ich den Namen schon mal gehört hätte. Also er auf den Trails im Orientierungslauf zu Hause. Und da haben die Schweizer ja auch mit Matthias Keyboards einen Marathonläufer, der jetzt auf einmal im Straßenlauf in der Weltspitze mitmischt. Also die Orientierungsläufer können das schon und der nimmt hier das Heft erstmal in die Hand vor unserem slowakischen Superstar an Position 2. Wir werden natürlich dann gleich mal reingehen und gucken, wo wir da die ersten Deutschen sehen. Ja, genau, aktuell an Position 3, das ist David Scheller, der ist auf jeden Fall kein Unbekannter und vor allem auch nicht hier in Pforzheim. Ich erinnere mich an letztes Jahr, da hat er wirklich ein phänomenales Rennen abgeliefert, viel von vorne gelaufen und am Ende einen richtig, richtig starken Schlussspurt nochmal gezeigt. Er ist Sechstplatzierter der U20 EM über 3000 Meter geworden und auch ein Bundeskaderathlet, der da vorne in dem internationalen Feld mithalten möchte. Genau, das ist der Mann im schwarzen Trikot. Dahinter wieder ein Schweizer, würde ich jetzt mal behaupten. Wir warten gleich mal, bis wir hier den Durchlauf kriegen. Also da auch im Roten auch noch ein Schweizer mit dabei. Dann haben wir unter anderem, oder Slowake, das kann ich natürlich jetzt ein bisschen schlecht auseinanderhalten. Auf jeden Fall kein Deutscher, sagen wir es so, weil die kennt man dann ja doch. Ganz genau, an der 4. Position hinter David Scheller aktuell, das ist Alex Hulka, U20 EM-Teilnehmer mit einer Bestzeit über die 3000 Meter Hindernis von 9,05,29. Also vorne, das ist jetzt schon wirklich ein hochklassiges Feld, was wir da sehen können. Mit der 6,2 ab habt ihr eben außen in so einem beige-blauen T-Shirt gesehen von Diadora. Ich hatte gerade den Namen, jetzt ist der Name mir gerade entfallen. Von der LG Stadtwerke München. Das ist bitter. Egal, kommen wir gleich nochmal drauf zurück. Wir haben in diesem Feld auch Julia Erle drin, Shirin Kerber aus der Schweiz, Levin Saveur war es. Genau, vielen Dank hier für die Hilfe. Lehrer Miller, die natürlich auch
eine heiße Kandidatin auf eins dieser Tickets. Also auch das Frauenrennen ist richtig, richtig spannend dahinter. Man würde jetzt vermuten, dass Julia Erler einfach vorne da irgendwo wegstampft. Das ist für uns leider wirklich sehr, sehr schwierig zu sehen. Doch, da unten kommt sie in der Kurve raus, quasi. Jetzt gleich dann rechts abbiegen in diese lange Rechtskurve. Da ist Julia Erle, die das Frauenrennen anführen dürfte. Ja, ganz genau. Vielleicht können wir ein, zwei Worte zu Julia Erle auch verlieren. In meinen Augen ist sie hier die große Favoritin bei den Damen. Sie hat schon die erste Station des Deutschen Cross Cups in diesem Jahr gewonnen in München. Und sie war bei der U20 EM Teilnehmerin ebenso wie andere Athletinnen in diesem Rennen, Franziska Drexler und Lera Miller. Also die drei bieten sich hier wohl auch ein spannendes Duell. So, da sehen wir es jetzt. 3 Runden sind es da zu laufen, wie sie um die Kurve kommen. Es ist weiter der Schweizer Orientierungsläufer, der vorne ist. Dann der Herr aus der Slowakei. Dann David Scheller als bester Deutscher gerade. Dann aus Ulm müsste das Moritz Meyer sein, meiner Meinung nach. Richtig, genau. Und dann gucken wir nochmal die 359 einmal nach aus Dresden, die wir da mit am Start auch haben. In dem roten Trikot, da kommt Julia Erle aus der Kurve raus als erste Frau. Luis Bianchin, der ist auch ein heißer Anwärter. Deutscher Vizemeister im Berglauf. Also der kann mit Cross und diesem Gelände auch ganz gut umgehen und auch auf der Bahn schon schnell unterwegs gewesen. Also der da auch bei den führenden Deutschen vorne. Jetzt hier, Julia Erle, die geht über den Heuballen als erste deutsche Frau. Und hoffentlich kriegen wir da gleich noch das Bild, was sich aus weiblicher Sicht dahinter abspielt. Ja, ganz genau. Als Berglauf-Erfahrene von Luis Bianchin und auch Julia Erle, ich meine, sie ist ja Weltmeisterin im Berglauf, da muss man sagen, hat man hier vielleicht an den Hügeln doch den einen oder anderen Vorteil und weiß ein bisschen, wie man die angeht. Luis Bianchin auch Drittplatzierter der Cross-DM in der U18 und Sechstplatzierter der deutschen Meisterschaften über die Hindernisse. Also man sieht, dieses Terrain sollte geläufig sein. Gib mir nochmal die 713 aus Neubrandenburg, diesmal auch wirklich mit einer 7 vorne. Dann haben wir, glaube ich, da die Deutsche, das ist Lewe Teuber, über den wir eben schon mal kurz geredet haben. Vierter bei der U20 DM über 5000 Meter. Weil das dürften so die führenden Deutschen sein. Hier kommen die Frauen hinter Julia Erle. Das ist Shirin Kerber auf jeden Fall in diesem On-Trikot, in diesem grünen aus der Schweiz. Die Dame dahinter erkenne ich nicht. Dann haben wir noch eine Dame im Weißen, die gerade auch noch nicht im Bild ist. Und dahinter ist auf jeden Fall Lera Miller. Da versuchen wir gleich nochmal genauer hinzuschauen, wenn wir vielleicht ein etwas besseres Bild bekommen. Hier jetzt wieder die Jungs, die jetzt gleich in ihre nächste Runde gehen. Ja, ich muss sagen, die sehen noch ziemlich komfortabel aus da vorne, lassen aber schon die ganze Zeit denselben Athleten vorne die Führungsarbeit machen. Erinnere mich bitte nochmal an den Namen. Ich habe ihn auch gerade kurz vergessen, deswegen habe ich immer nur von Schweizer Orientierungsläufer geredet. Sorry dafür. Den bringen wir in Erfahrung. Es ist gerade schwierig. Überblick, Namen merken, alles auf jeden Fall. Haben wir da jetzt einen Schweizer, 2 Slowaken, so sieht es für mich aus, vorne. Und was wir auf jeden Fall wissen, ist, dass der deutsche David Scheller an 5. Position ja, ist. Und Lewe Teuber hat sich da, glaube ich, auf 4 gerade vorgearbeitet. Jetzt wieder kurz zurück zu den Damen. Mal gucken, ob wir da jetzt noch ein bisschen was erkennen können. Also, es ist Julia Erle, die vorne ist. Dann kommt die 162, die können wir jetzt einmal nachgucken. Dahinter ist auf jeden Fall Shirin Kerber. 162 ist... Das ist Anouk Dana. Die startet für Wabern. Okay, wir würden vermuten, dass das auch ein Schweizer Verein ist. Also ich kenne sie jetzt nicht aus der deutschen Laufszene. Dann gib mal die 334 kurz ein, weil das ist die Dame, die hinter Lera Miller ist. Hanna Witkova aus Tschechien. 5. Platz bei der U20M in Tampere über die Hindernisse. Also hier ist schon echt Niveau vorhanden. Das, was ich vorhin gesagt habe bei den Frauen, ich würde mir wünschen, wenn es international noch ein bisschen mehr Konkurrenz gäbe hier in Pforzheim. Das wird sich aber auch über den Laufe der Zeit entwickeln. Die Konkurrenz haben wir auf jeden Fall hier im Frauenrennen mit dabei. Definitiv, auf jeden Fall die Athleten hier am Start. Fast alle sind hier irgendwie schon dekoriert mit internationalen Einsätzen und vorderen Platzierungen, wenn wir das hier nachschauen. Da können wir gerade mal die Chance nutzen, um genau, das den ist Athleten... Leven Saveur ist gerade bester Deutscher vor David Scheller. Die sind in dieser Führungsgruppe noch mit drinnen. Ganz genau, und vorne auch mit dabei ist Mathieu Bührer, der Junioren-Weltmeister im Orientierungslauf. Das ist der Name, den wir uns schreiben nicht wir uns gemerkt jetzt hier haben. auf. Mathieu Bührer.
Den merken wir uns jetzt mal. Es ist schwierig ohne Chat. Chat mit euch zusammen könnten wir das hier viel, viel besser lösen. Es gibt keinen Chat, ist nicht schlimm. Ich habe gerade nachgeguckt. Wabern ist eine Gemeinde in Deutschland. Wir gucken jetzt nochmal eben nach dem Namen und ich versuche mal herauszufinden, ob die Anouk Dana für Deutschland startet oder nicht. Unterdessen muss ich einmal auf eine neue Entwicklung hinweisen, denn Mathieu Bührer hat eine Lücke gerissen zu den anderen Verfolgern. Hier an dem Berg hat er die Chance genutzt und, würde ich sagen, 5 bis 10 Meter zwischen sich und ein vierköpfiges Verfolgerfeld dort bringen können. Und er sieht auch ziemlich entschlossen aus, scheint noch nicht zu sehr hier an der Strecke zu strugglen. Hier geht es um die Kurve wieder in den Serpentinen. Und wir haben natürlich Live-Insights aus dem Frauenrennen. Anouk Dana ist tatsächlich Schweizerin und die ist Junioren-Europameisterin im Triathlon. Also wie Lisa Tertsch, eine Triathletin, die hier auf Position 2 ist und an Julia Erle heranläuft, die sich da gerade umdreht. Und das kennt Julia Erle eigentlich nicht aus Pforzheim. Das kennt sie vielleicht von europäischen Crossmeisterschaften, aber hier zu Hause in Deutschland ist es meist ein größerer Vorsprung, mit dem sie über die Strecke läuft. Deswegen wird das jetzt eine spannende Situation sein, auch im Frauenrennen zu sehen, wie Julia Erle darauf reagiert, wenn die beiden Schweizerinnen gerade aufschließen. Mathieu Bührer ist vorne. Dann kommt Leven Saveur schon. Das ist der Mann, der hier gerade durch die Kurve gegangen ist. Aus München, also der schnellste Deutsche gerade. Da die Mädels. Shirin Kerber auf 2, Anouk auf Rang 3, Anouk Dana auf Rang 3. Und jetzt hoffe ich, bleiben wir auf der Kameraperspektive nochmal kurz, um zu gucken, wer die vierte deutsche Frau ist. Das ist die 321. Das ist, glaube ich, die Hanna Veronika Britsova, auch aus Tschechien. Auch EOF-Teilnehmerin, also auch wieder eine international erfolgreiche Athletin. Und da ist es Lera Miller, die hat zum Beispiel auch so ein Elite-Trikot, diesmal von New Balance. Das ist die Hanna Witkova. Also bis jetzt Lera Miller auf Rang 2, Julia Erle auf Rang 1 aus deutscher Sicht, was die Tickets angeht. Und bei den Männern, beziehungsweise bei der männlichen U20, sind es Leven Saveur und David Scheller momentan auf den Ticketplätzen. Und da sind wir natürlich sehr gespannt, ob das gehalten werden kann, wenn hier der Angriff von Shirin Kerber kommt. Für mich ein bisschen überraschend, für dich? Ja, ich bin sehr gespannt, wie Julia Erle darauf reagieren wird. Letzte Woche oder vorletzte Woche in München war sie da ganz komfortabel mit einem riesen Vorsprung im Crosslauf als Siegerin. Hier sehen wir jetzt, muss sie sich mal erstmal an Shirin Kerber dranhängen. Ich bin sehr gespannt, wie das ausgehen wird. Und da sehen wir jetzt die Männer auch kurz gut aufgereiht. Bührer vorne, Leven Saveur. Genau, während es in die letzte Runde gerade schon geht für die Frauen. Die Jungs sind schon drinnen. Also wir sind hier in der entscheidenden Phase des Rennens. Bei den Frauen kann das wirklich jeder gewinnen von den Top 3. Mathieu Bührer sieht auch wie der sichere Sieger aus. Leven Saveur sieht auch sehr, sehr gut aus, was das deutsche Ticket angeht. Dahinter kommt jetzt aber David Scheller, also ein guter Auftritt von den beiden Deutschen, die sich aufs Podium gelaufen haben. Dann die anderen beiden Jungs und dann mit der 713 ist es Lewe Teuber, der kämpft gerade quasi als dritter Deutscher, um da irgendwie an David Scheller und Leven Saveur noch ranzukommen für das Ticket. Moritz Meyer jetzt hier im Bild, da Luis Bianchin aus Dresden dahinter gewesen. Also jetzt wird es ernst hier auf dieser Schlussrunde im Rennen der U20. Ja, du sagst es, Max, das Feld bei den Männern hat sich ein bisschen weiter auseinandergezogen, während sich bei den Frauen ein richtiger Dreikampf entwickelt hat. Wobei der jetzt zu einem Zweikampf geworden ist, wenn ich das in dem kurzen Abschnitt gerade richtig erkannt habe. Ja, ich glaube, so klar ist es noch kein Zweikampf. Da kommt Leven Saveur, da kommt David Scheller. Das könnten die beiden ersten deutschen Läufer und Läuferinnen sein, die ein Ticket für die Cross-EM buchen. Da kommen unsere Slowaken hinterher. Es ist ein Zweikampf, du hast recht. Shirin Kerber vor Julia Erle, Anouk ist da ein bisschen zurückgefallen. Mathieu Bührer muss jetzt eigentlich nur noch diese Serpentinen vernünftig absolvieren und dann sollte es für ihn easy reichen, sich hier den Sieg und damit gehe ich auch davon aus, das Ticket in der Schweiz für die Cross-Europameisterschaft zu holen. Ja, ganz genau. Der geht hier auf die letzten Meter und sieht dabei noch ziemlich locker aus für mein Empfinden. Da habe ich immer schon fast ein bisschen Angst, dass wir uns natürlich wieder verguckt haben mit der Rundenanzeige, aber ich hoffe, dass wir richtig lagen. Wir gucken uns das jetzt mal an. Bitte lauf gerade, Mathieu Bührer, bitte lauf gerade, weil dann waren wir richtig. Er läuft gerade, er gewinnt da hinten. Zweikampf, Saveur, Scheller. Beide haben das Ticket, aber du willst natürlich besser Deutscher werden und es ist David Scheller, glaube ich. Die Perspektive war jetzt natürlich nicht ideal,
aber es sah für mich so aus, da kommt noch unser slowakischer Meister und dann schon Lewe Teuber. Also gute Leistung von den deutschen U20-Jungs. Fun Fact, die Dame da mit der 501 heißt mit Nachnamen Torwart, wenn ich Torwirt heiße. Moritz Meyer kommt hier noch rein mit der 788.